Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Vielleicht kann sich der ein oder andere von euch noch an mein Weigelien-Projekt aus dem letzten Jahr erinnern. Jedenfalls hatte ich diese Weigelie von meinen Nachbarn geschenkt bekommen und die war jetzt über 20 Jahre, ich sag mal, in so einem Pflanzkübel aus Beton gesetzt. Ja, und ich habe die dann halt letztes Jahr übernommen und einen Rettungsversuch gestartet. Ja, und jetzt ist es mal an der Zeit, sie hier aus dem Topf hinauszunehmen. Das war jetzt echt nur so provisorisch gepflanzt worden, einfach irgendeine Blumenerde reingeschmissen und zack da rein. Das hatte ich auch irgendwie im Sommer gestartet, dieses Projekt. Das kann jetzt mal eben beiseite. Ja, wie gesagt, was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Ja, ich will mir jetzt mal hier die Wurzeln von ihr angucken. Da waren, als ich die hinausgenommen hatte, die hatte eigentlich nur so richtig dicke Wurzeln und ich war mir auch nicht sicher, ob die das überhaupt schaffen wird. Ich hatte sie auch schon mal, ja, hier im oberen Bereich geschnitten. Dann hatte ich auch den Stamm schon mal, ja, so grob bearbeitet. Die ist aber hier bereits am Ausschlagen. Und jetzt werde ich hier mal vorsichtig dieses ganze Substrat mal von den Wurzeln entfernen. Ich nutze dafür jetzt eine Wurzelkralle. Ihr könnt jetzt auch einfach so einen Dorn dafür nehmen oder ja, zum Beispiel ein China-Stäbchen, Schaschlik-Spieß. Man muss nicht sofort eine Wurzelkralle kaufen. Aber ich bin da ganz guter Dinge. Die hatte auch einen üblen Schädlingsbefall. Zumindest hier am Totholz. Da ist auch so eine ein Spezialmittel aufgetragen worden auf die Rinde hier, damit das nicht noch mehr vermodert. Gucken, ob wir das einfach abschuckeln können. Diese alten Wurzeln sind jetzt von ganz alleine abgebrochen und jetzt nehme ich mir auch mal einen alten Pinsel zur Hilfe und mache hier weiterhin das alte Substrat ab. Ich will mir da jetzt auch einfach mal einen besseren Überblick verschaffen, was hier am Verfaulen ist und was halt noch gut ist. Die hat auch erfreulicherweise hier überall neue Wurzeln ausgebildet. Also ich habe die jetzt schon mal im Groben, sage ich jetzt einfach mal, durchbekommen. Aber ich hoffe, die wird im Laufe der Jahre mal ein richtig cooler Bonsai werden. Dann hier so vorsichtig arbeiten. Weil ich will mir jetzt nicht die neuen Wurzeln aus Versehen jetzt hier mit meinem Pinsel irgendwie, ja, abreißen. Das wäre jetzt nicht so erfreulich. Und dann gehe ich jetzt mal wieder ein bisschen für euch auf Zeitraffer. Das restliche Substrat werde ich jetzt draußen einfach mal mit Wasser abspülen. Also für mich persönlich ist das jetzt gerade richtig erfreulich zu sehen, wie viele neue Wurzeln sie letztes Jahr ausgebildet hat. Und diese alte Wurzel, die werde ich jetzt ein bisschen einkürzen, weil, ihr müsst euch vorstellen, in der Zukunft soll die mal so in etwa in ihrem Gefäß stehen. Ich nehme da jetzt einfach mal eine Säge für. Abknipsen kann ich das jetzt nicht. Und säge mir das jetzt hier einfach mal ein Stückchen ab. Das ist mir jetzt zu lang. Ja doch, so steht sie auf jeden Fall schon mal besser und dann wird sie jetzt im nächsten Schritt gepflanzt werden. Und was ich euch auch noch zum Thema Wurzeln erzählen wollte, wenn ihr das an wärmeren Tagen machen solltet, solche Umtopfaktionen, dann achtet auch immer darauf, dass euch die Wurzeln nicht im schlimmsten Fall vertrocknen. Ich würde die dann immer gelegentlich einfach mal mit der Wasserspritze besprühen. Meine Weigelie wird jetzt in eine sogenannte Air-Pruning-Schale gepflanzt werden, hat auch den Vorteil, wenn ich im Laufe der Zeit mal Zweige spannen möchte, dann kann ich den Spanndraht hier einfach direkt an den Topf befestigen. Man kann aber auch ein anderes Pflanzgefäß verwenden. Ja, und als neues Substrat bekommt sie jetzt eine Mischung aus Kokoserde und Blähton. Das sind jetzt in etwa 2 Teile Kokoserde und 1 Teil Blähton. So, muss hier mal eben ein bisschen was in den Topf hinein. Ich halte es mal eben an. Den Lucky machen, ob das jetzt hier soweit passen würde. Ja, ist eigentlich ganz gut. Und ich werde die jetzt in etwa so tief pflanzen. Ich achte jetzt auch darauf, dass hier die neuen Wurzeln, die hier oben entstanden sind, auch mit Substrat bedeckt werden. Ich habe jetzt hier eine Wurzel, die immer so hinausspringen möchte und von daher lege ich mir da jetzt einfach mal einen Stein drauf, um das Ganze so ein bisschen zu beschweren. Die Pflanze wird auch jetzt schon mal ein bisschen angegossen, um zu sehen, wo ich noch Substrat einfüllen muss.
Jetzt ist aber noch nicht hier alles komplett mit Substrat bedeckt, also an den neuen Wurzeln. Und da werde ich mir gleich etwas basteln, um da noch mehr Substrat auffüllen zu können. Ich habe mir jetzt grob diese Plastikgitter zurechtgeschnitten. Eigentlich sind die dafür gedacht, die an den Regenrinnen zu befestigen, damit da halt kein Laub hineinkommt. Aber für sowas kann man die auch super verwenden. Und die werden jetzt hier um den Topf drumherum gelegt werden. Einfach aus dem Grund, damit ich jetzt noch mehr Substrat hier oben auffüllen kann, damit die ganzen neuen Wurzeln auch ordentlich mit Substrat halt bedeckt sind. Ich stopfe das jetzt hier so ein bisschen mal hinein. Und ich mache die jetzt doppelt drumherum. Ich hatte die noch mal in der Mitte einmal halbiert, diese Regenrinnengitter, damit das Substrat letzten Endes da nicht hinauskullern kann. Na, willst du den jetzt hier wohl? So. Es wird aber jetzt nicht bis hier ganz oben aufgefüllt werden. Ich sag mal so in etwa bis zu dieser Stelle. Ich muss nachher das Gefäß auch einmal durchspülen, damit dieser feine Staub vom Blähton hinausgeschwemmt werden wird. Und das mache ich allerdings draußen. Ja, und jetzt wird sie noch geschnitten werden. Bei meiner Weigelie werde ich den Kronenbereich komplett neu aufbauen, weil so gefällt sie mir jetzt überhaupt nicht. Vor allem wegen dieser lange Zweig hier. Der ist jetzt meines Erachtens viel zu lang. Und ich schneide den jetzt mal an der Stelle, wo ich halt auch neue Knospen erkennen kann. Die untere Knospe nehme ich jetzt hier weg, weil die würde sonst so halt nach unten hin sich wegentwickeln. Genau. Also die würde dann nach unten hin wachsen und dann wäre das halt letzten Endes hier an dieser Stelle im Weg. Es kann auch gut möglich sein, dass ich diesen Zweig hier jetzt gleich auch noch spannen werde. Ja, und wenn man sich unsicher ist, erstmal die Sachen dran lassen. Dann Zweige, die so, ja ich sag mal so senkrecht nach oben hin wegschießen, die werde ich auch auf jeden Fall einkürzen. Ich muss mir jetzt auch hier oben noch Gedanken machen, wobei ist jetzt meiner Meinung nach auch viel zu lang. Ich gucke jetzt mal, wo entstehen hier gerade schon neue Knospen und schneide das jetzt ein paar Millimeter oberhalb der Knospen mal ab. Ich bin auch noch am Überlegen, ob ich da gleich noch Wundpaste auftragen werde. Und das Ganze wird hier auch etliche Jahre dauern, bis der Kronenbereich dann letzten Endes auch so ist, wie ich das gerne haben möchte. Aber somit fahre ich auf jeden Fall besser, als das jetzt letzten Endes so zu lassen. Wenn man halt damit jetzt unzufrieden ist, dann sollte man das ändern. Okay, ich glaube diesen hier, den werde ich jetzt auch mal einkürzen und ich gucke mal gleich, ob ich den noch ein bisschen nach unten hin weggespannt bekomme. Kann auch sein, dass der abgestorben ist, ich bin mir noch nicht sicher. Na, ist jetzt schwer zu sagen. Ein Hauch grün ist da noch drinne. Ich glaube, der ist tot, aber dann lasse ich den einfach mal gleich in Ruhe. Gut, jetzt habe ich ja hier noch so dünnere Zweige. Die werden jetzt auch oberhalb einer Knospe immer eingekürzt werden. Na, der hier ist schon so komisch. Zack, zack. Das Einzige, was jetzt schade ist, die Weigelie wird dieses Jahr höchstwahrscheinlich nicht mehr blühen. Aber ist dann halt so. So kann die nämlich nicht bleiben. Dann würde ich mich das ganze Jahr über ärgern. So, macht doch jetzt schon mal einen besseren Eindruck. Ach, und der Hammer war, die hatte jetzt schon 2, 3 Wollläuse. Weigelien tendieren leider zu Wollläusen. Den hier können wir auch einkürzen. Ja, da bin ich mir noch unsicher, ob ich den komplett am Hauptstamm abschneiden werde. Ja, so sieht es aber schon mal ordentlicher aus. Ja, wie gesagt, da waren echt schon Wollläuse dran. Ich habe wirklich gedacht, haben wir hier noch welche, können wir auch schon mal einkürzen. Den hier muss ich erstmal abwarten. Wie bereits erwähnt, diese kleinen dünnen Zweige kürze ich jetzt auch ein, immer oberhalb einer Knospe. Der hier könnte eigentlich auch richtig eingekürzt werden, weil der geht auch zu sehr so senkrecht nach oben. Ja, spannen geht nicht mehr wirklich. Oder ich müsste das über etliche Jahre nach unten hin wegspannen, aber weg damit. Ich glaube, der hier ist kaputt. Mal gucken. Ich schneide mal noch mal ein bisschen tiefer. Höchst unwahrscheinlich, dass hier noch was entspringt. Aber man kann sich ja auch mal überraschen lassen von der Weigelie. Auf Dauer gesehen muss ich mir auch mal unbedingt... es gibt für die Bonsai so Fräserwerkzeug. Dann kann man den Stamm noch schöner bearbeiten. Das besitze ich aber bis dato noch nicht. Hier hatte sie auch ganz gut ausgeschlagen letztes Jahr. Kürzen wir auch mal ein. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das hier wieder wachsen wird. Das war im Laufe der Zeit vertrocknet. Ich könnte mir auch vorstellen, warum das vertrocknet war. Hier ist so eine Wurzel, die wächst hier so nach unten hinweg. Eine neue Wurzel ist das. Und da ist leider ein Teil abgestorben. Nehme ich auch mal vorsichtig ab. So. Kann sein, dass ich aus Versehen beim Bearbeiten damals oder beim ersten Bearbeiten das hier ein bisschen rausgerissen hatte, die Wurzel.
Das gleiche gilt auch für diese Stelle. Da war auch Neuaustrieb. Hier wächst auch irgendwo eine Wurzel, ging hier irgendwo entlang. Und die habe ich leider aus Versehen erwischt. Dann haben wir hier noch eine kaputte Wurzel. Ja, die ist auf jeden Fall hinüber. Schneiden wir mal ab. Aber die muss auch seinerzeit irgendwie teilweise richtig tief gepflanzt gewesen sein. Dass halt hier oben neue Wurzeln entstanden sind. Richtig cool. Aber die Wurzel war hinüber, ja. Aber hier so kleine flatterige Wurzeln nehmen wir auch schon mal weg. Aber die sind eigentlich ganz pflegeleicht, die Weigelien. Bis auf die lieben Wollläuse. Hier hatte ich mal irgendwann geguckt, da ist noch Leben drin. So. Ja, bei dem könnt ihr es vielleicht sehen, da ist es noch grün. Und hier siehst du nichts mehr. Aber mal abwarten, ne? Hier ist auch grün. Ich bin am Überlegen, ob ich da jetzt noch ein bisschen Wundpasta auftrage. Ich muss auch zugeben, die Pflanze sieht jetzt echt traurig aus, aber hier kann man ja den Neuaustrieb erkennen. Und ehrlich gesagt, optisch finde ich es jetzt witzigerweise sogar schöner. Wo habe ich jetzt meine Wundpaste hingestellt? Da. Wenn ihr auch so eine knetartige Wundpaste verwenden solltet, immer die Finger nass machen, dann kann man die besser auftragen. So. Ich glaube, ich habe ein bisschen zu viel. Macht man hier jetzt einfach so drauf. Dann mache ich das auch überlappend, dass das hier richtig schön alles bedeckt ist mit Wundpaste. Dann können diese Stellen halt jetzt nicht austrocknen. Ich bin auch noch am Überlegen, ob ich die jetzt gleich nach draußen schon mal packe. Weigelien, die mögen nämlich einen sonnigen Standort. So, wo hatte ich denn jetzt noch eine größere Schnittstelle? Mal eben gucken. Ach, hier oben. Ah, nee, Quatsch, der war abgestorben. Da ist er. Zack. Sind meine Finger schon wieder zu trocken? Na? Ja, die Wundpaste, die klebt sonst mehr bei euch an den Finger, als dass die da an dem Ast oder Zweig dran bleibt. Nö, mehr können wir eigentlich nicht machen. Außer den hier. So ein bisschen nach dahin vielleicht spannen. Ihr müsst euch vorstellen, das soll hier mal die Front werden. Wobei, die Seite sähe auch richtig cool aus. Muss mal eben selber überlegen. Nee, ich lasse das mit dem Spannen. Ist jetzt vertane Liebe, muss ich jetzt nicht machen. Den hatten wir auch eingekürzt. Ja, mehr kann ich jetzt gar nicht mehr an ihr machen. Das heißt, es ist halt abwarten und Tee trinken, wie die sich in der Zukunft noch entwickeln wird. Normalerweise müsste sie das aber jetzt alles überstanden haben. Diese Umtopfaktion von damals, wo die ja brutal aus der Erde gerissen worden war. Und ich habe mich übrigens vertan, die ist nicht 20 Jahre alt, die hat 30 Jahre auf dem Buckel. Könnten auch schon ja, an die 40 Jahre sein. Und ja, das war es dann jetzt erstmal hier mit der Weigelie. Mit der Düngung meiner Weigelie werde ich in 4 Wochen beginnen und bei mir erhält sie einen Universal-Flüssigdünger. Gewässert wird sie bei mir mit Regenwasser, es sei denn, meine Regentonnen sind leer, dann erhält sie bei mir auch mal Kranberger. Ja, und zum Thema Schädlinge, da können gut und gerne, wie bereits schon erwähnt, auch mal Wollläuse dran sein. Andere Schädlinge konnte ich jetzt noch nicht an ihr entdecken. Außer damals beim Totholz, da waren da so, ja, ich sag mal so Käfer drinne. Das ist aber jetzt nicht mehr der Fall. Ja, und als Standort erhält sie bei mir einen vollsonnigen Standort. Ja, noch mehr kann ich euch jetzt zu der Weigelie auch ehrlich gesagt jetzt nicht mehr erzählen oder ja, mal anders gesagt, mir fällt jetzt auch nichts mehr ein zu dem Thema. Wenn ihr Fragen haben solltet, könnt ihr die gerne in die Kommentare schreiben. Und ansonsten werde ich mich jetzt mal an dieser Stelle bei euch verabschieden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Macht's gut, eure Pink Peach. Bye!